Biologische Fäkal-Sanitärflüssigkeit. Heute mal meine Erfahrung aus 3 Jahren Benutzung. Herzlich willkommen und hallo bei 4 Reifen, ein Klo. Schön, dass du dabei bist, wenn es heute wirklich um das Thema Klo bei uns geht. Denn es geht um die Fäkalientank-Kassette. Und zwar geht es eigentlich darum, über die biologischen Sanitärflüssigkeiten. Ich benutze das seit 2019. Da haben wir nämlich auf dem Caravansalon in Düsseldorf unbedingt Sanitärflüssigkeit benötigt. Und ich wollte nicht mehr dieses verdammte chemische Zeug. Erstmal ist es umweltschädlich und zweitens stinkt das zur Hölle. Ich habe es gehasst und diese Tabs, die kleben an den Händen. Oh. So, und dann wollte ich etwas Biologisches haben. Also sind wir natürlich in den Caravansalon rein und haben biologische Flüssigkeit gesucht. Pustekuchen, hast du nicht gekriegt? Es war nicht da. Aber wir haben dann den Stand gefunden von Solbio. Und er hat gesagt, ja, bei dem Campingstand, wo wir das gerade vermarkten, da ist es ausverkauft, wird gerade aufgefüllt. Super, habe ich gedacht. Ja, aber seitdem benutzen wir halt tatsächlich Solbio. Solbio ist eine Sanitärflüssigkeit aus ätherischen Ölen und natürlichen Seifen. Hat mir natürlich total zugesagt, wir durften es auch riechen. Es riecht echt wahnsinnig nach Sauna. Also wer Sauna mag, der wird es lieben. Also es ist jetzt nicht so penetrant nach Sauna. Es ist halt nach Eukalyptus. Ich finde es sehr gut, aber ich liebe auch Sauna, muss ich ja sagen. Aber ich fand es halt sehr gut. Er hat uns auch ausführlich vorgestellt, wie man es anwendet. Denn in diesem Paket sind dann mal 1,6 Liter, glaube ich. Ja, 1,6 Liter. 40 Milliliter soll man auf 20 Liter anwenden. Ich glaube, hier sind 15 Liter drin. Also braucht ihr auch gar nicht so 20 Milliliter. Abmessen könnt ihr das an dieser Skala. An diese Skala. Und zwar hat jeder Strich sind 40 Milliliter. Und ich muss echt sagen, ist schwer zu dosieren. Ihr habt zwar hier so einen Zapfhahn, damit geht das echt super, aber immer so diese Abmessung fand ich echt schwer. Aber der Frank, der das auf der Messe erklärt hat, der ist ja der kleine Solbio-Experte, der hat gesagt, zähl in Gedanken einfach 21, 22, 23, dann passt das in etwa. Okay, haben wir auch gemacht. Wir haben es ausprobiert, dauert natürlich seine Zeit. Also so eine Fäkalientank-Kassette, die ist natürlich mit Chemie einfach mega belastet. Und bis dann Bio wirken kann, das dauert echt seine Zeit. Und deswegen muss man das wirklich berücksichtigen. Der Beutel von Solbio ist zu 100% recycelbar. Und den könnt ihr auch restlos entleeren. Aufgrund des Zapfhahns und des luftleeren Raums entleert er sich wirklich komplett leer. Also wirklich, bis auf den letzten Tropfen. Manchmal schneide ich es nochmal auf, um dann alles rauszuquetschen und den wirklich komplett zu entleeren. Das klappt eigentlich sehr gut. Solbio ist unter anderem nicht nur für den Fäkalientank geeignet, sondern auch für eure Reinigung der Rohre. Und das fand ich sehr interessant, weil wir sind ja nun mal viel auf Messen unterwegs gewesen. Wir haben viel gekocht und wir mussten es teilweise dann wirklich hier drin reinigen. Und wenn ihr diesen faulen Eiergeruch kennt, der aus den offenen Rohren kommt, dann wisst ihr, was ich meine. Fürchterlicher Gestank, ganz fürchterlich. Also wir wussten, unsere Rohre sind verdreckt. Nur diese Rohre sind ja auch so toll gearbeitet, dass man die nicht mal einmal so sauber bekommt. Und dann haben wir da auch Solbio ausprobiert. Und ich muss sagen, es hat gedauert, weil ein biologisches Produkt braucht ja nun mal seine Zeit. Aber es hat geklappt. Wir haben wirklich unsere Rohre tatsächlich sauber bekommen. Wir konnten nachher ohne Stöpsel fahren. Und das hat mich natürlich sehr, sehr überzeugt, dass es funktioniert. Ich habe den Frank dann mal gefragt, hast du was gemerkt? Hat sich was verändert, so bei der Kassettenentsorgung? Er hat gesagt, es ist schon ein besserer Geruch. Es ist immer noch nicht lecker, gar keine Frage. Ich meine, so ein Teil zu entsorgen ist nicht lecker, ist auch nicht sauber. Aber es stinkt nicht mehr so penetrant nach Ammoniak. Auch wenn wir die Grauwasserentleerung gemacht haben, das war manchmal echt peinlich. So, wenn man den Grauwassertank aufgemacht hat und dann kam dann eine richtige Ladung von faulen Eiern raus. Also das war echt peinlich und ich wäre manchmal im Boden versunken. Ich weiß, das Problem viele haben, kriegen wir auch immer wieder mit. Aber auch dieser faule Eiergeruch ist jetzt raus. Und das ist echt richtig, richtig cool. Und das ist auch eine Sache, die mich tierisch freut. Ja, wie lange hält denn der Duft? Weil viele sagen auch immer, der Duft verschwindet ganz schnell. Es ist natürlich auch wetterabhängig. Habt ihr ein warmes Wetter, dann verschwindet der Duft natürlich sehr, sehr schnell. Oh, aber
diese chemische Keule, die die ja sonst hatten, die ist natürlich stärker geblieben. Man hatte immer diesen, ja, ich sag mal, diesen Schultoilettengeruch. Ja, kennt ihr den noch? Könnt ihr euch daran erinnern? Das ist natürlich damit auch gewesen. Klar, der hat länger angedauert, das war Chemie. Aber dass man so ein Teil immer mit Chemie sauber bekommt, das ist ein absoluter Trugschluss. Ihr kriegt es wirklich mit biologischen Sachen sauber. Es dauert seine Zeit, weil diese ganzen Schichten, die sich da aufgearbeitet haben, da muss die Biologie gegen ankommen. Und das hat bei uns auch echt sehr lange gedauert. Viele geben auf, weil sie sagen, es wirkt nicht. Es wirkt nicht sofort. Also ihr müsst dem Zeug echt Zeit geben. Man sagt ja, 40 Portionen sind hier drin, 40 Anwendungen. Ich habe am Anfang wirklich immer mehr reingemacht. Wir haben auch sehr, sehr oft entsorgt, weil wir wollten den Dreck einfach rauskriegen. Und ich weiß gar nicht, wie viel ich davon teilweise brauche. Wir sind da echt Großabnehmer von. So, also Solbio reinigt mit seinen ätherischen Ölen und den natürlichen Seifen wirklich alles raus, was da drin ist. Und es klappt wirklich. Auch die Rohre könnt ihr dafür reinigen. Aber es gibt natürlich nicht nur Solbio als biologischen Zusatz. Ich möchte euch natürlich auch noch eine andere Marke vorstellen. Die haben wir auch zwischendurch ausprobiert. Das ist nämlich die Firma Aviva. Moment. So, Aviva. Aviva hat auch einen Toilettenzusatz. Die haben dann einen Abwasserzusatz. Das kommt gleich mal. Und die haben einen Toilettenschüssel-Reinigungsspray. Ja, sowas. Aviva ist auch ein wird angewendet durch Mikroorganismen und Enzyme. Das heißt, die reinigen halt den biologischen Abbau damit. Ob das jetzt ein Unterschied ist, ich bin ja echt kein Chemiker. Ich kenne zwar den Lukas und sein Papa, den Achim, die das herstellen. Das sind wirklich richtig coole Leute, muss ich sagen. Das sind selber Camper, die leben für die Natur und für diesen biologischen Abbau. Ihr kriegt nicht nur Sachen für den Camper dort, sondern wirklich für den kompletten Haushalt. Und es ist egal, ob ihr jetzt ein Büro habt und da Sachen braucht oder für den Haushalt oder halt für euren Camper. Da bekommt ihr wirklich ein Rundumpaket. Ja, hier ist es so, dass die Flaschen, die sind 1 Liter, die haben eine Anwendung für 20 Mal. Das heißt, ihr könnt 20 Mal so eine Flasche verwenden. Sieht natürlich jetzt blöd aus, wie portioniere ich das? Da gibt es bei Aviva auch noch solche Dosierhilfen. Ja, solche Dosierhilfen und die steckt ihr dann hier rein, könnt ihr auch festschrauben und dann drückt ihr einfach nur die Flasche zu und das Teil füllt sich halt. Ja, haben wir auch ausprobiert. Ihr seht, wir haben jetzt 3 verschiedene Sachen. Damit kann man natürlich auch noch die Toilette reinigen. Haben wir ausprobiert. Ist auch vom Geruch her sehr toll. Es ist gut in der Anwendung. Warum ich davon abgeraten bin, ich selber persönlich war, dass ich mehrere Produkte mitnehmen muss. Und ich habe mich dann auch einmal vergriffen und ja, das war natürlich alles für mich schon wieder, ich war in einer Situation, wo ich schon ziemlich genervt war und dann habe ich mich vergriffen und dann habe ich gesagt, ist mir alles zu viel. Auch der kleine Schrank, den wir im Badezimmer haben, der war halt immer halt voll mit diesen 3 Produkten alleine schon. Deswegen, das ist der Grund, warum wir bei Solbio geblieben sind. Es ist ein Produkt für wirklich die Toilette, für die Rohre und ich kann damit auch noch die Toilettenschüssel reinigen, wo es hier wieder ganz verschiedene Produkte gibt. Aber Aviva ist trotzdem richtig, richtig gut. Wer es hat, super. Wer Solbio hat, super. Ich kann beide nicht schlecht reden, nur meine persönliche Meinung kann ich dazu abgeben. Das ist einfach nur, weil ich hier mehr Sachen brauche. So, jetzt habe ich aber noch eine Flasche stehen. Das ist nämlich ein biologischer Geruchsentferner und Reiniger. PET. PET heißt Tiere. Wir haben ja mittlerweile 2 Rottweiler. Eine ist ein bisschen größer, das ist die Hailey. Und dann haben wir eine Rottweiler Welpenlady, die ist noch im Aufbau, sage ich mal. Die ist gerade mal, ich glaube, 14 Wochen. Ja, und die macht noch hier und da ein bisschen Schmutzereien. Und da ist das echt toll. Also da habe ich das auch geholt und super Geruch. Es hilft wirklich ganz, ganz toll. Da war mir wirklich wichtig, dass ich was Biologisches habe, weil die Hunde schnüffeln ja, die Hunde lecken rum. Da brauche ich keine chemische Keule. Und da bin ich auch auf Aviva übergesprungen und ist super toll. Die kurze geht wirklich nicht mehr dran. Die macht nicht mehr an der gleichen Stelle hin und da kann ich es richtig, richtig gut empfehlen. Die haben auch Shampoo und sowas für Tiere. Müsst ihr mal gucken. Wenn ihr so Vierbeiner habt, guckt mal rein. Die haben auch mittlerweile Tücher und Schwämme und ach, ich habe keine Ahnung. Die haben eine riesen Produktpalette. Aber für die Toilette kann ich euch beide Produkte empfehlen. Probiert bitte aus. Bedenkt aber bitte, und das lege ich euch ganz, ganz doll ins Herz, es dauert ganz lange, wenn ihr von Chemie auf Biologie umsteigt. Das dauert echt lange. Gibt dem Zeug eine Chance.
Wir können es mittlerweile überall entsorgen, sagt man. Machen wir nicht. Ich schütze nicht in die Büsche, ich gehe trotzdem zur Entsorgungsstelle. Aber theoretisch wäre es möglich. Ja, ansonsten bitte habt Geduld und probiert einfach mal beides aus. Guckt, was ist für euch besser. Guckt bei Aviva, guckt bei Solbio. Ich kann euch da jetzt zu 100% keins empfehlen, weil da müsst ihr euch vielleicht eure eigenen Erfahrungen machen. Meine einzige persönliche Meinung ist, ich habe hier zu viele Produkte gehabt. Das war auch das Einzige. Ansonsten war es super toll. Ja, und jetzt hoffe ich, dass ihr vielleicht auf biologisch umschaltet. Probiert es aus, habt Geduld und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video, wenn wir wieder weitere Tipps für euch haben. Keine Ahnung, welche. Aber da fällt uns welche ein. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ihr könnt ja schon mal in unsere Playlist reingucken, wo schon ganz viele Videos drin sind. Und da wird euch vielleicht das ein oder andere gefallen. Und wenn euch gefallen hat, abonniert uns. Da unten ist ein Logo. Und da könnt ihr uns abonnieren. Und ich sage jetzt bis zum nächsten Mal im nächsten Video. Tschüsschen.